und herzlich willkommen zu German for Beginners. Ich bin Lena. Und ich bin Frank. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht's um etwas ganz Wichtiges, den Alltag. Also Situationen, die du wirklich jeden Tag brauchst. Wenn du nach dem Weg fragst, einkaufen gehst oder einen Termin machst. Genau. Und das Beste, diese Themen kommen fast immer im A1-Test vor. Wenn du das heute übst, bist du perfekt vorbereitet. Nicht nur für die Prüfung, sondern auch fürs echte Leben in Deutschland. Bevor wir anfangen, ein kleiner Tipp. Wenn du unseren Podcast magst, abonniere den Kanal und folge uns, damit du keine neue Folge verpasst. So lernst du jede Woche ein Stück mehr Deutsch, Schritt für Schritt. Ja, genau. Wir posten regelmäßig neue Lektionen mit echten Gesprächen aus dem Alltag, damit du Deutsch nicht nur lernst, sondern wirklich sprichst. Also, mach's dir gemütlich, hol dir vielleicht einen Kaffee oder Tee und hör gut zu. In der ersten Szene geht's gleich los mit einer klassischen Situation. Du bist in einer fremden Stadt und du suchst den Bahnhof. Wie fragt man nach dem Weg? Welche Wörter brauchst du? Das lernst du jetzt. Frank, stell dir vor, ich bin in einer neuen Stadt. Ich steige aus dem Bus und habe keine Ahnung, wo ich bin. Das klingt nach Abenteuer. Wohin willst du denn? Zum Bahnhof. Ich will den Zug nach München nehmen, aber ich finde einfach den Weg nicht. Na, dann musst du fragen. Das ist eine der wichtigsten Situationen im Alltag. Nach dem Weg fragen. Stimmt. Also, wie sage ich das auf Deutsch? Ganz einfach. Du kannst sagen, Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Oder, etwas länger, können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Okay, das klingt höflich. Ich sag's mal nach. Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Perfekt. Wichtig ist das Wort Entschuldigung. Das benutzt man, wenn man jemanden anspricht, auch wenn man ihn nicht kennt. Ja, das höre ich oft auf der Straße. Und was kann die andere Person antworten? Zum Beispiel, gehen Sie geradeaus, dann links an der Ampel. Oder, der Bahnhof ist hier gleich um die Ecke. Also geradeaus, links, an der Ampel. Das sind Richtungswörter, oder? Genau. Hier sind die wichtigsten Wörter, die du kennen solltest. Rechts, to the right. Links, to the left. Geradeaus, straight ahead. An der Ecke, at the corner. An der Ampel, at the traffic light. Über die Straße, across the street. Das ist super. Kannst du das in einem Beispiel sagen? Klar. Gehen Sie über die Straße, dann rechts an der Ecke. Oder, die Bank ist links neben dem Supermarkt. Ich wiederhole. Gehen Sie über die Straße, dann rechts an der Ecke. Die Bank ist links neben dem Supermarkt. Das klingt gut. Sehr gut gesprochen. Wenn du üben willst, kannst du auch den Satzanfang benutzen, wie komme ich? Zum Beispiel, wie komme ich zum Bahnhof? Oder wie komme ich zur Post? Also zum bei der Bahnhof und so bei die Post. Ganz genau. Das sind Präpositionen mit dem Dativ. Aber mach dir keine Sorgen, du musst das nicht perfekt verstehen. Wichtig ist, dass du die ganze Redewendung lernst. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie komme ich zur Post? Wie komme ich zum Supermarkt? Das ist praktisch. Ich glaube, ich kann mir das merken. Willst du es mal üben? Ich spiele jetzt den Passanten und du fragst mich nach dem Weg. Okay, los geht's. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Gehen Sie geradeaus, dann an der zweiten Straße rechts. Der Bahnhof ist gegenüber vom Park. Geradeaus, dann an der zweiten Straße rechts, gegenüber vom Park. Okay, das finde ich. Danke. Sehr gut. Und wenn du besonders höflich sein willst, kannst du am Ende sagen, vielen Dank für Ihre Hilfe. Oh, das klingt nett. Also, vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich wiederhole das 3-mal. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Super. Und jetzt machen wir eine kleine Übung für dich. Wenn du zuhörst, ich beschreibe den Weg und du überlegst, wohin man gehen muss. Okay, ich bin gespannt. Also, hör gut zu. Du gehst geradeaus bis zur Ampel. Dann biegst du links ab. Das Café ist auf der rechten Seite. Wo ist das Café? Auf der rechten Seite nach der Ampel. Genau. Und noch eins. Der Supermarkt ist hinter der Apotheke. Wo ist der Supermarkt? Hinter der Apotheke. Perfekt.
Wenn du zuhörst, kannst du solche Sätze laut wiederholen. Das hilft beim Sprechen und beim Verstehen. Ich merke, das ist wirklich nützlich. In Deutschland benutzt man solche Sätze ständig, wenn man etwas sucht oder jemandem helfen will. Ganz genau. Und jetzt kennst du schon viele wichtige Wörter. Rechts, links, geradeaus, über die Straße, an der Ampel, um die Ecke. Super, dann bin ich ja bereit für den nächsten Teil. Ja, jetzt gehen wir zusammen einkaufen. Im nächsten Kapitel lernst du, wie du einen Termin machst. Zum Beispiel beim Arzt oder beim Friseur. Oh ja, das brauche ich oft. Frank, ich habe Hunger. Lass uns einkaufen gehen. Gute Idee. Wir gehen in den Supermarkt. Da können wir alles kaufen. Brot, Milch, Obst, Gemüse. Ich nehme einen Einkaufskorb. Was brauchen wir zuerst? Vielleicht fangen wir mit Brot an. Die Bäckerei ist gleich hier, im Supermarkt, vorne links. Ah, da ist sie. Entschuldigung, wie viel kostet das Vollkornbrot? Das kostet 2,50 €. 2,50 €. Okay, ich nehme eins. Sehr gut. Und was brauchen wir noch? Ich möchte auch Milch kaufen. Wo finde ich die? Die Milch ist hinten, neben dem Käse. Frage einfach, Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Das ist einfach. Entschuldigung, wo finde ich die Milch? Hinten, neben dem Käse. Das merke ich mir. Sehr gut. Diese Frage kannst du mit jedem Produkt benutzen. Zum Beispiel, wo finde ich die Eier? Wo finde ich das Salz? Oder wo finde ich das Wasser? Ah, also mit dem bestimmten Artikel. Die Eier, das Salz, das Wasser. Genau. Und noch eine sehr wichtige Frage ist, wie viel kostet das? Wenn du etwas siehst und den Preis wissen willst. Zum Beispiel, wie viel kostet die Schokolade? Ja, und die Antwort ist meistens so, die kostet 1,90 € oder kurz 1,90 €. Also sagt man oft nur die Zahl, ohne das Wort Euro. Richtig. Im Alltag hört man das oft. Das kostet 3,20 € oder 2,50 € bitte. Gut zu wissen. Und wie sage ich, dass ich etwas kaufen möchte? Das kannst du höflich sagen mit Ich hätte gern. Das ist perfekt für den A1-Test und für den Alltag. Ich hätte gern ein Brot. Ich hätte gern eine Flasche Wasser. Ich hätte gern 200 Gramm Käse. Sehr gut. Du kannst auch sagen, können Sie mir bitte geben? Zum Beispiel, können Sie mir bitte 1 Kilo Äpfel geben? Das klingt sehr freundlich. Also, wenn ich höflich bin, sage ich hätte gern oder können Sie mir bitte geben? Genau. Und am Ende beim Bezahlen sagt man, ich möchte bitte bezahlen. Oder einfach, die Rechnung bitte. Und der Kassierer sagt dann wahrscheinlich, das macht 5,60 €. Ganz genau. Dann gibst du das Geld oder die Karte und am Ende kannst du sagen, stimmt so. Das bedeutet, du brauchst kein Rückgeld. Ah, das höre ich oft. Stimmt so. Also, wenn man Trinkgeld gibt. Genau. Okay, lass uns eine kleine Übung machen. Ich sage, was ich kaufen möchte und du sagst den Preis. Einverstanden. Los geht's. Ich hätte gern 1 Kilo Äpfel. Das kostet 2,40 €. Ich hätte gern eine Flasche Wasser. Das kostet 1,20 €. Und ich hätte gern Schokolade. Die kostet 1,90 €. Perhaps. Und jetzt bin ich fertig mit meinem Einkauf. Super. Und jetzt wiederholen wir kurz die wichtigsten Sätze. Entschuldigung, wo finde ich? Wie viel kostet das? Ich hätte gern. Können Sie mir bitte geben? Ganz genau. Und noch ein paar Wülsliche weiter im Supermarkt. Das Brot, die Milch, das Wasser, der Käse, das Obst, das Gemüse, der Apfel, die Äpfel, der Preis. Das sind wirklich wichtige Wörter. Man braucht sie überall, nicht nur im Test, sondern jeden Tag, wenn man einkaufen geht. Ganz genau. Und jetzt, wo du weißt, wie man einkauft, üben wir im nächsten Kapitel, wie man einen Termin macht. Zum Beispiel beim Arzt oder beim Friseur. Oh ja, das brauche ich oft. Ich bin gespannt. Frank, ich habe Kopfschmerzen. Ich glaube, ich brauche einen Arzttermin. Oh nein, das tut mir leid. Dann ist das heute das perfekte Thema. Einen Termin machen. Das kommt sehr oft im A1-Test und natürlich auch im echten Leben. Ja, das stimmt. Wie sage ich das am Telefon? Zuerst begrüßt du freundlich. Zum Beispiel, Guten Tag, hier spricht Lena Müller. Ich hätte gern einen Termin. Also,
Guten Tag, hier spricht Lena Müller. Ich hätte gern einen Termin. Das klingt höflich. Genau. Und dann fragt die andere Person, wann haben Sie Zeit? Oder wann möchten Sie kommen? Dann kann ich antworten, am Dienstag um 10 Uhr. Sehr gut. Wenn du sagst, am Dienstag oder am Freitag, benutzt du die Präposition am für Wochentage. Also am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag. Und für die Uhrzeit sagt man um. Also um 10 Uhr, um 2:30, um 7:45. Richtig. Das sind typische Sätze, die man im Alltag ständig hört. Okay, lass uns mal ein kleines Telefongespräch spielen. Gerne. Ich bin die Arztpraxis, du bist die Patientin. Okay. Guten Tag. Hier spricht Lena Müller. Ich hätte gern einen Termin. Guten Tag, Frau Müller. Wann haben Sie Zeit? Am Dienstag um 10 Uhr bitte. Moment, da ist leider alles voll. Geht es auch am Mittwoch um 10:30? Ja, das passt gut. Sehr schön. Dann sehen wir uns am Mittwoch um 10:30. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Das war gar nicht so schwer. Nein, gar nicht. Und das Gleiche kannst du auch beim Friseur, Zahnarzt oder bei einer Behörde machen. Stimmt. Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte einen Termin beim Friseur machen. Oder ich brauche einen Termin bei der Ausländerbehörde. Sehr gut. Und wenn du absagen musst, dann sagst du höflich, ich kann leider nicht kommen, können wir den Termin verschieben? Das ist gut zu wissen. Also den Termin verschieben, das heißt einen neuen Termin machen. Ganz genau. Und wenn du über deinen Termin sprichst, sagst du, ich habe einen Termin am Mittwoch um 10:30. Okay, ich wiederhole. Ich habe einen Termin am Mittwoch um 10:30. Ich habe einen Termin am Montag um 10 Uhr. Ich habe einen Termin am Freitag um 8:45. Sehr schön. Du betonst richtig, langsam und klar. Das ist wirklich nützlich. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Themen für die A1-Prüfung. Ja, absolut. In der Prüfung musst du oft am Telefon oder im Rollenspiel einen Termin machen. Wenn du diese Sätze kannst, hast du einen großen Vorteil. Das macht mir Mut. Dann fassen wir kurz zusammen. Die wichtigsten Sätze sind: Ich hätte gern einen Termin. Wann haben Sie Zeit? Am Dienstag um 10 Uhr. Ich kann leider nicht kommen. Können wir den Termin verschieben? Ich habe einen Termin am Mittwoch. Super. Ich glaube, das merke ich mir. Perfekt. Und jetzt bist du bereit für das Mini-Quiz im nächsten Kapitel. Da wiederholen wir alles. Wegbeschreibung, Einkaufen und Termine. Ich freue mich drauf. So, Lena, heute haben wir richtig viel gelernt. Lass uns alles noch einmal kurz wiederholen mit einem kleinen Mini-Quiz für dich und für alle, die zuhören. Oh, ein Quiz. Ich bin bereit. Sehr gut. Erste Kategorie: Orientierung in der Stadt. Wie fragst du, wo der Bahnhof ist? Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Oder können Sie mir bitte sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Perfekt. Und wenn dir jemand den Weg erklärt, welche Wörter solltest du unbedingt kennen? Rechts, links, geradeaus, über die Straße, an der Ecke, an der Ampel. Sehr schön. Das sind echte Prüfungswörter, die sollte jeder A1-Teilnehmer können. Ich merke, die sind auch im Alltag total praktisch. Genau. Jetzt kommt Kategorie 2, Einkaufen. Wie fragst du nach einem Produkt? Entschuldigung, wo finde ich... Zum Beispiel, wo finde ich die Milch? Richtig. Und wie fragst du nach dem Preis? Wie viel kostet das? Und wie befragst du höflich etwas kaufen möchtest? Ich hätte gern... Oder können Sie mir bitte geben? Super. Und wie sagt man, wenn man bezahlen will? Ich möchte bitte bezahlen. Oder die Rechnung bitte. Genau. Und wenn du kein Rückgeld brauchst, dann sagst du, Stimmt so. genau, das hört man in jedem Café oder Restaurant. Okay, das merke ich mir. Jetzt kommt die letzte Kategorie, Termine. Wie machst du einen Termin beim Arzt oder beim Friseur? Guten Tag, hier spricht Lena Müller. Ich hätte gern einen Termin. Sehr höflich. Und wenn die andere Person fragt, wann haben Sie Zeit? Was antwortest du? Am Dienstag um 10 Uhr.
oder am Freitag um 2:30. Perfekt. Welche Präposition benutzt man bei Wochentagen? Am, also am Montag, am Dienstag, am Mittwoch. Und bei Uhrzeiten? Um 10 Uhr, um 2:30, um 7:45. Sehr gut. Und was sagst du, wenn du den Termin nicht wahrnehmen kannst? Ich kann leider nicht kommen. Können wir den Termin verschieben? Exzellent. Du hast alle wichtigen Sätze richtig gesagt. Wenn du zuhörst, wiederhole sie laut. Das hilft, die Redewendung zu behalten. Das war ein gutes Training. Ich finde, so ein Mini-Quiz am Ende hilft wirklich beim Lernen. Absolut. Und wenn du alle Antworten konntest, bist du schon sehr gut vorbereitet für deinen A1-Test. Und wenn nicht, einfach noch einmal anhören. Genau. Wiederholung ist der Schlüssel zum Erfolg. Dann geht es jetzt weiter mit Kapitel 6, den wichtigsten Vokabeln aus dieser Folge. Richtig. Ein kurzer Überblick über alle Wörter, damit du sie dir besser merken kannst. Im Alltag, Orientierung und Einkaufen. Bevor wir uns verabschieden, kommen hier noch einmal die wichtigsten Vokabeln aus der Lektion. Richtungen. Rechts, links, geradeaus, über die Straße, an der Ecke, an der Ampel. Orte. Der Bahnhof, die Post, der Supermarkt, die Bank, der Park. Im Supermarkt das Brot, die Milch, der Käse, das Wasser, das Obst, das Gemüse. Termine. Am Montag, am Dienstag, um 10 Uhr, 2:30, 7:45. Und wichtige Sätze. Entschuldigung, wo ist? Wie komme ich zum? Wie viel kostet das? Ich hätte gern. Können Sie mir bitte geben? Ich hätte gern einen Termin. Wann haben Sie Zeit? Wenn du möchtest, kannst du diese Sätze jetzt noch einmal laut nachsprechen. So bleibt alles besser im Kopf. Und wenn dir diese Folge geholfen hat, abonniere unseren Kanal und folge uns, damit du keine neue Lektion verpasst. Schreib gern in die Kommentare, was war heute dein Lieblingssatz oder dein neues Wort. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg beim Lernen. Tschüss und bis bald.